Hallihallo Typo3 Community. Ich bin Stefan Frömmken und ich möchte euch heute Middlewares erklären. Und zwar anhand von Beispielen und wir programmieren auch mal eine eigene Middleware in Typo3. Zunächst einmal, was ist eine Middleware überhaupt? Also bei der Middleware handelt es sich um den PSR 15 Standard. PSR steht für PHP Standard Recommendations, also eine Empfehlung, wie man etwas umsetzen sollte. Und damit kann man Anfragen, also Requests und Responses bearbeiten. Um das mal verständlich rüberzubringen, habe ich da mal was vorbereitet. Nicht lachen, obwohl sehe ich ja eh nicht. Und zwar, ich habe hier diesen Becher, kennt jeder von jeder schlechten Gartenparty, Bierchen, Plastikbecher, kennt jeder, den mal auf den Tisch gestellt. Und das nutze ich jetzt mal zu erklären, wo eine Middleware eingreift und wofür die notwendig ist. Anhand von Typo3 fängt ungefähr hier der Request an. Hier kommt der Webseitenbesucher auf die Webseite drauf. Und bis dahin haben wir jetzt eine gerade Linie. Da können wir nichts dran tun. In dieser geraden Linie geht jetzt Typo3 her und liest die Ext-Tables, die Ext-Localconf aus, baut den Cache-Service auf, entscheidet, ob es im Composer-Modus läuft oder nicht, die Umgebungsvariablen werden gesetzt. All das, da habt ihr gar keinen Zugriff drauf, das macht Typo3 und das ist ein Weg, da habt ihr auch gar keine Möglichkeiten einzugreifen. Und dann genau hier drüben an der Stelle, da ist jetzt unser Middleware-Dispatcher. Also nicht unser, sondern der von Typo3. Und dem wird jetzt eine Liste von Middlewares übergeben, die der jetzt abzufrühstücken hat. Die zeige ich euch mal eben, dann komme ich gleich zu diesem Becher-Beispiel wieder zurück. Im Typo3 Backend könnt ihr hier unter Configuration auf die nicht Event Listener, wo sind sie? Middleware wechseln. Und das sind jetzt diese ganzen Middlewares, die in Typo3 geladen werden. Auch genau in dieser Reihenfolge. Da sieht man jetzt, als allererstes hat sich dieser Middleware-Dispatcher darum zu kümmern, den Time-Tracker zu laden. Wenn er das fertig hat, macht er hier Verify as Host, hier unten ist dann der EID-Resolver, die Site-Configuration wird geladen. Alles genau in dieser Reihenfolge und die letzte Middleware ist dann hier diese Response Propagation. Und dieser Stack, dieser Stapel, der wird jetzt verarbeitet. Jetzt gehen wir zurück zu unserem Becher. Den habe ich hier drüben noch offen. Also, alles, was jetzt hier außen ist, ist jetzt der Middleware-Dispatcher und jede Einbuchtung ist eine dieser Middlewares. Und die erste Einbuchtung haben wir gerade gehabt, ist der Time-Tracker und dann haben wir wieder den Middleware-Dispatcher. Die nächste Einbuchtung, EID, dann wieder zurück. Und jedes einzelne dieser Riffel bildet jetzt hier so ein Middleware. Spiegelt den Middleware wieder. Was kann ich denn jetzt damit machen? Wenn wir jetzt zum Beispiel, gerade eben haben wir ja diesen Site Resolver gesehen, der kümmert sich jetzt halt darum, lass uns mal anschauen, Site Resolver, der überprüft jetzt diesen Request und fügt jetzt die Site Configuration hinzu, fügt dem Request die Sprache hinzu und die Route. Das findet auf unserem Cup irgendwo hier statt. So, und da kommen ja noch ein paar Middlewares. Und jetzt ist der Vorteil, jetzt wird auf diese Art und Weise mit diesem With-Attribute dieser Request immer weiter aufgebaut. Der wird erweitert. Hat den Vorteil, wenn man dann irgendwann, haben wir gerade ja gesehen, hier ist der Site Resolver, hatten wir gerade. Irgendwo müsste auch der Page Resolver sein. Da.
Der wird danach geladen. Es sind noch ein paar dazwischen, aber der wird danach geladen. Schauen wir uns den mal an. Page Resolver. Der greift jetzt hier auf die Site Configuration zu, die im Site Resolver dem Request hinzugefügt wurde. Heißt also, mit jeder Middleware, die jetzt hier in dieser exakt vorgegebenen Reihenfolge ausgeführt wird, kann ich den Request immer weiter erweitern, Dinge hinzufügen. Bis ich irgendwann dann hier oben bin, dann sagt der Middleware Dispatcher, ich bin fertig und ruft dann schlussendlich hier oben den Kern des Typo-3-Systems auf. Also wo dann das Typoscript verarbeitet wird, die User-Functions drin sind, XBase, all das wird ja da, das ist so praktisch der Kernel. Also ja genau, der Kern von Typo3 wird dann hier oben aufgerufen. So, und sobald dann XBase, was auch immer, irgendwelche Bootstraps dann da oben fertig sind und Response erledigt haben, geht das hier jetzt wieder rückwärts, bis wir hier vorne sind. Jetzt sind wir wieder im Event Dispatcher und jetzt haben wir wieder Einbuchtung, aber diesmal rückwärts. Das schauen wir uns dann hier an. Also auf der linken Seite beim Request-Aufbau war Time Tracker der erste, der ausgeführt wird. Ne, dann Site, irgendwo dann der Page Resolver bis Response Propagation. Danach wird dann dieser Request-Händler, also mit XBase, Co., die ganzen Extensions, die Ausgaben werden dann gebaut und dann geht der wieder in jede einzelne dieser Middlewares rein, aber diesmal von unten nach oben. Deshalb habe ich gerade das mit diesem Becher hier gezeigt. Ja, weil, das hier und das hier ist ja immer genau eine Linie, ist also auf der gleichen Ebene. Das heißt, der Time Tracker hier auf der Seite ist hier auf der Seite auf der gleichen Höhe. Das hat jetzt folgenden Vorteil. In meiner Middleware gibt es eine ganz bestimmte Methode, mit der ich jetzt entscheiden kann, das ist dann zum Beispiel hier, möchte ich jetzt weitere Middlewares ausführen, um in das Typo3-System reinzukommen, oder sage ich an der Stelle, hey, an dieser Position mache ich einen Cut. Ne, man sieht ja, das ist eine Weiche hier. Ne? Das heißt, ich kann jetzt hier auch die Linie nach rechts gehen und sage, ich möchte jetzt direkt zur Ausgabe. Das heißt, ich umgehe den kompletten Kernel von Typo3. Das ist jetzt möglich. Und das ist ein ganz großer Vorteil so für Ajax-Requests. Ne? Wenn du da so einen Ajax-Request hast, der einfach nur eine Uhrzeit zurückgeben soll, der hat ja gar nicht so viele Dependencies zu den ganzen Typen. Der braucht keine Site-Configuration, der braucht auch die Seite nicht. Er braucht auch das ganze Typos-Skript oder irgendeine Extension nicht. Eine einfache Uhrzeit, das kann ich mit ganz banal PHP machen. Den kann ich als erste Middleware laden und dann sage ich einfach, liefer mir jetzt die Uhrzeit zurück und dann geht der hier diese Linie zurück und dann ist die Ausgabe direkt fertig. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel ein Repository von XBase quäle, dann muss ich natürlich erstmal hier Seite, Page, damit das Typoscript geladen wird. Vom Typoscript geht es dann in den XBase Bootstrap rein, bis ich dann im Repository drin bin. Und dann muss ich halt irgendwo da hinten mein Ajax-Request reinpacken. Und dann kann ich dann an der Stelle sagen, geh zurück und liefer mir den Rest aus. Aber auch auf diese Art und Weise kann ich den Kernel von Typo3 verhindern, aufzurufen. Also auf diese Art und Weise kann ich jetzt entweder den Request erweitern oder abbrechen. Und diese Weiche hat jede Middleware in Typo3. Und das ist hier Handle Request. Alles, was vor dieser Methode steht, baut den Request weiter auf. Ja, Request wird jetzt erweitert,
Und mit dieser Methode gehen wir diese Linie weiter hoch. Und alles, was dann nach dieser Methode kommt, das haben wir, muss man ein anderes Beispiel mal suchen. So, ja, genau. So, und alles, was nach dem Handle kommt, das ist dann alles auf dieser Seite. Und dann gibt es auch so diese Weiche, von der ich erzählt habe. Das finden wir dann in dem EID. Ja, wenn EID nicht gesetzt ist, dann gehe ganz normal den Request, also den Becher weiter hoch. Und die Weiche ist jetzt hier unten. Da wird jetzt ein eigener Response gebaut. Null Response. Also da gibt es einen eigenen Dispatcher, der liefert dann eine Response zurück. Und der unterbricht jetzt genau das. Das ist jetzt hier genau diese Weiche, halt, die dann sagt, okay, hier ungefähr bei EID, jetzt geh bitte rechts rum direkt in den Response und unterbrecht den ganzen Prozess von Typo3. Genauso eine Middleware wollen wir uns jetzt mal selber bauen. Ich habe da mal ganz grob was vorbereitet. Und zwar, wenn ich hier auf diesen Button drauf drücke, dann möchte ich einfach so, dass die Uhrzeit angezeigt wird. Mehr nicht. So, ab jetzt wisst ihr zumindest erstmal, was eine Middleware ist, wie sie funktioniert. Das heißt, ich denke mal so für Editoren und Co., ihr wisst jetzt, wie das funktioniert. Aber jetzt geht es Richtung Entwickler. Jetzt wird es kompliziert. Und zwar schauen wir uns das mal an, wie Typo3 das macht. Hier gibt es auch eine Dokumentation dazu. Jede Middleware muss von diesem Middleware-Interface implementieren. Das muss also diese Struktur aufweisen. Und hier haben wir sogar ein Example. Aber nehmen wir das doch direkt mal. Middlewares gibt es ab Typo3 7.2. Hätte ich vielleicht vorher sagen sollen. So, Class getDate Middleware implements Middleware Interface. Ich sollte vielleicht noch eben Namespace hinzupacken. Ja, besser. So, da ist diese Process, die jede Middleware haben muss. Da kümmert sich ja das Interface drum. Jetzt muss man nur noch raten, was das hier für Objekte sind. Ja, PSR passt gut. Nicht XBase, das passt nicht. PSR bitte. Und auch hier bitte PSR. Ja.
So, damit hätten wir jetzt eine ganz minimalistische Middleware gebaut. Und die müssen wir jetzt in diesen Stack registrieren. Und das machen wir über eine Middleware Request Middleware, wie heißt sie? Request Middlewares PHP, die sich da in dem Verzeichnis Configuration befindet. Dann legen wir die mal an. Configuration Middleware Request Middlewares. Hier sieht man noch, es gibt Middlewares einmal für Frontend und für Backend. Dadurch, dass wir jetzt gerade im Frontend sind, kann ich mir das hier sparen. Und das ist jetzt ein Identifier, den man frei vergeben kann. Ich persönlich nehme immer ganz gerne so den Vendor-Namen / Extension-Name, also nur den Namen, get date. So, damit wäre sie grundsätzlich registriert. Jetzt können wir hier mit Before und After noch entscheiden, wo die sich jetzt hier im Stack einreihen soll. Ich habe gesagt, ne, der Time Tracker wird zuerst geladen und dadurch, dass wir mit einfach nur getDate keine Abhängigkeit zu irgendwelchen anderen Middlewares haben und auch nicht zu Typo3, weil das ist pures PHP, was wir hier haben. Da brauchen wir kein Typo3 für, um so ein Datum auszugeben, können wir unsere Middleware ganz nach vorne schaufeln. Das heißt, wir wollen jetzt, dass unsere Middleware noch vor dem Time Tracker angezeigt wird, ausgeführt wird. Parallel zu Before und After habt ihr noch einen weiteren Parameter. Da könnt ihr nämlich auch sagen, dass eine Middleware gelöscht werden soll, dass sie nicht ausgeführt wird. Mal gucken, ob das hier drin steht. Disabled. Sehr gut. Gibt es ja auch ein Beispiel? Ja, genau. Da könnt ihr dann einfach den Identifier angeben, sagt dann disabled true und dann wird diese Middleware nicht ausgeführt. So könnt ihr dann sagen, den Time Tracker, den brauche ich nicht, schmeiße ich raus. Kann natürlich sein, dass dadurch alles kaputt geht. Also mit sowas wäre ich sehr vorsichtig, aber es ist möglich, Middlewares auch zu deaktivieren. So, dann haben wir die registriert. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Wir müssen Flush All Caches machen. Siehe da, die Middleware ist registriert. So, jetzt habe ich natürlich noch eine neue Klasse hinzugefügt. Dann muss ich auch einmal den Cache leeren. Komm. Ich glaube, ich habe Xdebug noch an, dann dauert das immer so 10 Sekunden. Da müsst ihr jetzt mal eben warten. Jo, da ist es. Ja, Webseite geht noch. Wunderbar. Nochmal einen Breakpoint rein. Ja, genau, getDate. Also, wird aufgerufen und wir haben jetzt nichts davor stehen, nichts dahinter. Das heißt, der kraxelt jetzt in die nächste Middleware rein. Gucken wir uns das mal an. Nächste Middleware. Process. Ja, genau, und jetzt ist er im Time Tracker Initialization. So geht das dann halt immer weiter, geht er jetzt Stück für Stück jede Middleware durch. Und ihr seht schon, was hier unten passiert. Hier ist der Middleware Dispatcher, hier ist unser getDate und dann springt er zurück in den Middleware Dispatcher, Time Tracker, Middleware Dispatcher, Verify Host, Middleware Dispatcher. Das ist genau das, was ich euch erzählt hatte. Ne? Immer außen ist der Middleware Dispatcher und jede Einbuchtung ist dann die Middleware an sich. Und so springt er jetzt immer tiefer rein.
Und wenn wir dann irgendwann ganz oben angekommen sind und alles nach diesem Handle ausgeführt wird, dann werden die auch Stück für Stück alle wieder abgebaut. Brechen wir mal an der Stelle ab und fügen jetzt mal erstmal unserer Middleware was hinzu. Also ich muss erstmal mal ein JavaScript hinzufügen. So, wenn man auf den Button draufdrückt, Click-Event, dann bauen wir hier unsere URI und dann setze ich hier einen ganz besonderen Header im JavaScript. Ich habe den jetzt X-Zeit-Package genannt mit getTime. Somit muss ich dann jetzt nicht unbedingt in meiner URI wie bei EID-Skripten dann einen zusätzlichen Parameter reinpacken, habe ich direkt in den Header reingepackt. Das heißt, in meiner Middleware muss ich genau jetzt auf diesen Header prüfen, ob der vorhanden ist, und dann weiß ich, ob die Middleware jetzt weiter hochkraxelt oder ob sie den Request abbricht und direkt in die Ausgabe reingeht. Das heißt Date. Ich will, dass das getDate heißt. So, getDate. Wenn der Header existiert, dann mach jetzt irgendwas. Und jetzt können wir ja ein Response-Interface, also ein Response angeben. Bauen wir uns mal selber eins. Und Type-of-Thee kommt hier schon mit diversen Responses. Ne? Also wenn ich ganz normal Response mache, habe ich so ein String-Response oder Null-Response. Oder für HTML gibt es nochmal ein spezielles Response. Und wir haben zum Beispiel auch ein JSON-Response. Dann nehmen wir doch das. Return new JSON-Response. Das heißt Format. Halt so. Das heißt, an der Stelle, dadurch, dass ich jetzt einen eigenen Response angebe, unterbreche ich den Request-Aufbau und stelle jetzt die Weiche hier direkt in die Ausgabe rein. So, und wenn der Header nicht gesetzt ist, dann kraxelt er diesen Plastikbecher weiter hoch. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ha, wie geil. Netzwerk, Show Date, 51 Millisekunden. So, 51 bis 55 Millisekunden ungefähr. Auf diese Art und Weise sollte man heutzutage AJAX-Requests mit Type-of-Thee machen. Jetzt würde mich noch interessieren, wie viel langsamer das eigentlich wird, wenn ich die jetzt mal weiter nach hinten verschiebe. Ja, das ist ja jetzt hier die letzte Middleware, die wir haben. Dann sagen wir mal, genau danach soll das ausgeführt werden. Also nicht before, sondern after. Das ist die letzte. Jetzt haben wir eine neue letzte. Ja, jetzt ist von ganz vorne nach ganz hinten gewandert.
aber geht immer noch. Oh, da sieht man jetzt schon, ne? Je weiter hinten jetzt so eine Middleware ist, desto langsamer ist natürlich jetzt auch die Ausführung. Ja, weil natürlich jetzt auch die ganzen anderen Middlewares jetzt hier auch noch alle ausgeführt wurden, bis dann endlich meine hier ausgeführt wurde und hier rübergewandert ist und dann auch hier alles wieder zurück musste. Also sie hat jetzt schon eine ganze Ecke mehr zu tun. Ja, prima. Also jetzt denke ich, haben auch Entwickler mal so ein schönes Live-Example mal mit an der Hand. Ab jetzt wäre eigentlich das Video vorbei. Ich weiß jetzt nicht, wie gut ich das noch erklärt bekomme, aber jetzt geht es richtig in den Quellcode rein. Also müsst ihr wissen, ob ihr jetzt noch mitmachen wollt. Und zwar gibt es den Middleware Dispatcher. Und hier möchte ich halt einfach zeigen, wie das so einigermaßen funktioniert. Also nee, wie das funktioniert. So, Middleware Dispatcher. Jetzt sind wir ungefähr da. Und hier ist ein Kernel. Ich hatte ja ganz zu Anfang gesagt, dass so dieser Kern von Typo3 mit den User Functions, TypoScript und Co., das ist ganz da oben. Das ist so der Kern von Typo3. Und der wird jetzt eingewickelt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also da kommt jetzt dieser Kernel an, ne, das ist ja der Frontend-Request-Händler. Und der wird jetzt gesät. Wandert in $thisTip. Keine Ahnung, wofür Tip steht. Fragt mich nicht. Müsst ihr euch nur merken, dass da jetzt Tip steht, weil die Variable, die taucht gleich wieder auf. Und das hier sind jetzt die ganzen registrierten Middlewares fürs Frontend. Da können wir nicht rein. Das ist also jetzt wirklich ein Stack hier an dieser Stelle. Also das ist genau diese Auflistung in der Reihenfolge. Reihenfolge ist jetzt ein bisschen schwierig. Das ist nicht ganz richtig. Pass auf, ich zeige euch das. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter und hier steht GetDateMiddleware. Ich habe gerade eben ja noch gesagt, der fängt ja hier oben an bis nach hier unten. Das ist auch korrekt in der Abarbeitung, also vom Frontend. Ja, erste Middleware, zweite, fünfte, 16. So ist die Reihenfolge schon korrekt. Aber ich habe gerade gesagt, dass der Request-Händler eingewickelt wird. Und wenn wir ihn einwickeln, ihr seht ja, das wird ja mal breiter hier. Das wird immer dicker. Wie so eine Matroschka-Puppe. Kennt ihr noch diese Matroschka-Puppen? Matroschka, heißen die so? Ja, genau. Ja, also hier die kleinste, das ist unser Request-Händler und wird eingewickelt in die nächstgrößere, in die nächstgrößere, in die nächstgrößere. Bis wir dann hier oben irgendwo wieder bei diesem Time-Tracker sind. Der Time-Tracker ist die äußerste Middleware und somit die erste Middleware, die aufgerufen wird bei einem also bei so einem Seitenaufruf. Also haben die das hier alles umgedreht. Also müssen wir natürlich jetzt erstmal das Kleinste, den Kernel, einwickeln mit der ersten Middleware. Und das muss dann halt die letzte sein. Und das ist jetzt halt unser GetDateMiddleware. So, jetzt lasse ich das mal so ein paar Mal laufen. Und dann seht ihr was ganz Besonderes. Das ist nicht wirklich ein Stack, der hier stattfindet. Ja, die Middlewares werden als Stack deklariert, ja, als registriert. Aber was hier passiert, ist nicht wirklich mehr ein Stack, eine Stapelverarbeitung. Passt mal auf. Wir gehen jetzt mal rein und schauen uns jetzt mal dieses Next an. So, jetzt sind wir irgendwo bei Prepare TypoScript. Das ist auch irgendeine Middleware.
Und diese Middleware hat jetzt hier über Next, weiß sie schon, welche nächste Middleware sie aufzurufen hat. Shortcut. Und die weiß schon, welche sie aufzurufen hat. Und die weiß die nächste und so weiter. Und das geht dann so weit, bis wir irgendwo dann wieder bei unserer Middleware sind. Da ist unsere, genau, das ist die letzte Get-Date-Middleware. Und hier ist der Kernel, der Request-Händler. Das heißt also, das hier ist gar keine Stapelverarbeitung mehr an der Stelle. Das ist ein ständiges in sich einwickeln. Und das erklärt auch, warum das beim Xdebug so kurios ausgesehen hat. Wir hatten ja wirklich die ganzen Middleware und Middlewares, die liefen ja alle noch. Mega krasses System. Bin ich echt happy, dass wir das in Typo-3 haben. Jo, ich denke, jetzt habe ich alle glücklich gemacht. Also von Editor oder die Interessierten über Entwickler bis jetzt hier wirklich mal im Quellcode mal nachgewiesen, wie das eigentlich da abläuft. Schon ein geiles System. Also, lasst gerne einen Daumen da. Ich hoffe, es ist so leidlich verständlich rübergekommen. Definitiv kein einfaches Thema, aber definitiv eine Bereicherung für Typo-3. So, ich gehe jetzt in die Sonne. Viel Spaß, schönes Wochenende.